Guten Morgen nochmal, 7. August 2022 und der 7. Tag meiner Radreise von Eschenburg nach Leipzig. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Sollen 110 Kilometer sollen es werden bis nach Duderstadt. Wetter soll gut sein, 26 Grad angesagt. Ich habe jetzt meine Klamotten hier schon mal ein bisschen zusammengepackt und will dann gleich auch los. Ich muss jetzt nur das Rad packen, mich verabschieden. Ja, und dann kann ich auch schon losfahren. Ja, die ersten 20 Kilometer habe ich wieder hinter mir. Ein super Wetter wieder heute, strahlend blauer Himmel. Und dieser Ort Sangerhausen, wo ich gerade durch bin, sehr beeindruckend. Sehr alles schöne alte Häuser mit dem Marktplatz und dem Springbrunnen. Und also ich fand es toll. So stellt man sich wieder einen Radweg vor. Sonntagmorgen, alles ruhig. Und ich freue mich auf den Tag.
Hier habe ich mal wieder ein Traumplätzchen für eine Pause gefunden. Mit einer tollen Aussicht. Wirklich klasse. So, die ersten 45 Kilometer sind mal wieder geschafft. Ich war hier gerade am Stausee von Kelbra. Wirklich ein schönes Örtchen auch wieder, aber war halt doch sehr viel los. Deswegen bin ich wieder weiter. So, jetzt haben wir uns gerade noch mal ein bisschen eingecremt und noch was getrunken. Und jetzt geht's weiter.
So, ich bin hier kurz vor Hohenstein, mal von der Landstraße runter, um mal ein schattiges Plätzchen zu finden. Aber ich habe euch ja gerade gezeigt, hier ist weit und breit erstmal keins. Naja, warum habe ich das gemacht? Ich wollte eigentlich von meiner GoPro vorne am Lenker die Speicherkarte wechseln. Die war voll und ich habe die auch rausgemacht. Nur beim Rausmachen habe ich nicht aufgepasst. Und da ist die in hohem Bogen durch die Luft geflogen und genau hierhin. Also da mitten rein und ich habe gedacht, ich finde es im Leben nicht mehr wieder. Damit wäre so ungefähr ein Tag, vielleicht auch anderthalb von meiner Tour flöten gewesen. Also ich war schon richtig deprimiert, habe dann angefangen, da ein bisschen das Gras rauszureißen. Na, und dann habe ich dann doch Glück gehabt und habe sie doch wieder gefunden. Mir fiel echt ein Stein vom Herzen. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt ungefähr noch 35 Kilometer vor mir. Ich muss sehen, dass ich aus der Sonne rauskomme. Ich schmier mich jetzt gleich noch mal ein und dann geht es schnellstens weiter. Dann fahre ich mal irgendwo in den Schatten noch mal, esse noch mal eine Kleinigkeit und dann geben wir Gas. Ja, wie ihr seht, habe ich kurz danach tatsächlich wieder ein schattiges Plätzchen gefunden. Ich habe jetzt noch mal was getrunken, ein bisschen was gegessen. Und ich habe ganz vergessen zu erzählen, warum ich eigentlich die letzten 4 Jahre gar nicht mehr auf Tour war. Also die den ersten Film vom ersten Tag geguckt haben, den hatte ich ja versprochen, dies zu begründen. Das Ganze lag daran, dass kurz nachdem ich meine Fahrt damals von Füssen nach Münster gemacht hatte, ging es meiner Mutter körperlich immer ein bisschen schlechter. Und ich habe mich dann entschieden, sie zu mir zu holen. Und sie hat dann die letzten 4 Jahre bei mir gewohnt, bis zum November 2021. Da ist sie dann friedlich eingeschlafen, also verstorben. Das war eigentlich der Grund, warum ich nicht mehr auf Tour gegangen bin, weil ich konnte meine Frau außer unserem gemeinsamen Urlaub, wo dann unser Sohn mal geguckt hat, also nicht mehr mit meiner Mutter allein lassen und wollte das auch nicht. Und habe mich dabei auch nicht gut gefühlt, wenn ich jetzt einfach weggefahren wäre und da wäre was passiert. Also von daher gesehen war das eigentlich der Hauptgrund, warum ich das nicht mehr gemacht habe. Angekommen im Landkreis Göttingen. Gibt es hier noch mal einen super schönen kleinen Rastplatz. Vor allem auch einen super Schattenplatz mit Bank. Und vor allen Dingen auch Mülleimer. Das ist heutzutage wirklich wichtig, weil die Leute ihren Müll einfach überall hinschmeißen. Hier gibt es wohl einen alten Grenzstein. Man sehen kann, wo es hier hingeht. Und hier ist wohl auch der sogenannte Karstwanderweg. Ja, ich habe jetzt noch knapp 20 Kilometer bis zum Ziel. Habe richtig schöne Pause gemacht, was getrunken. Hier im Schatten erholt man sich wirklich gut.
Also es geht dann in diese Richtung weiter. Und also bis dahin kann ich sagen, alles gut gelaufen. Bis auf die Szene in Nordhausen. Das war wieder wie in jeder Stadt Chaos. Straßen werden gesperrt, Radwege werden gesperrt, Umleitungen, die ins Nichts führen. Autofahrer hupen deswegen, wenn man kreuz über die Bundesstraße fährt und solche Sachen. Also das war jetzt nicht so schön. Aber kaum war ich aus Nordhausen draußen, fängt die Natur wieder an und schon geht es einem wieder viel besser. Und eine andere Frage wollte ich auch noch beantworten, die mir gestellt wurde. Warum hast du bei deiner ersten Radtour von Füssen nach Münster, ich verlinke euch die mal hier oben, keine Kommentare abgegeben? Das wäre doch schön gewesen. Naja, es ist halt doch ein Schritt, sich dazu zu überwinden, in die Kamera zu sprechen, wenn man weiß, da sind viele Leute, die schauen einem zu. Und man hat vielleicht das Gefühl, man sagt was Falsches oder es sieht scheiße aus oder so irgendwie. Jeder, der so angefangen hat zu filmen, weiß, wie dieses Gefühl ist am Anfang. Ich habe mich jetzt einfach mal überwunden und habe es jetzt getan. Und ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen. Wenn, dann könnt ihr mir ja vielleicht hier und da nochmal in die Kommentare schreiben, was ich besser machen könnte, beziehungsweise ob es euch überhaupt gefällt. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Und wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet, wäre natürlich auch toll. Aber das ist keine Voraussetzung.